Assassin's Creed Mirage wurde revealed und dazu gab es auch ein paar Editionen und unter anderem auch ein Collectors Case. Wir schauen uns die Edition an und ich sage euch am Ende auch, welche Edition für euch die beste sein könnte. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut gerade, müssen wir uns die Frage stellen, wann können wir unsere Vorbestellungen bzw. wann können wir das Spiel endlich spielen. Und da gibt es tatsächlich zum Release-Tag nicht einen konkreten Hinweis, aber auf Amazon gibt es ein Buch, das heißt The Golden City, das spielt in Konstantinopel und spielt mit Basim und Haytham. Kommt am 4. April raus und dann gibt es bei der Rechnung, wenn ihr Assassin's Creed Mirage gekauft habt, gibt es zumindest bei der PlayStation, gibt es ein mögliches Release-Datum, das wurde dort als 15.05. angegeben, bedeutet also in diesem Zeitraum könnte es höchst realistisch sein, dass dort Assassin's Creed Mirage rauskommt. Assassin's Creed Mirage wird für den PC, die PS4, PS5 und Xbox One und Series X veröffentlicht und soll laut Leaks zumindest 20 Stunden sehr kompakte Spielzeit haben. Das heißt also, ihr könnt das auch vergleichen mit einem Assassin's Creed 2, wo man wahrscheinlich 30 Stunden oder 40 Stunden investiert hat und trotzdem eine sehr geile Story bekommen hat und man kann natürlich hoffen, dass das hier genauso sein wird. Doch schauen wir uns mal die Editionen an, die es gibt. Insgesamt 3 an der Zahl. Wir haben die Standard-Edition, die Deluxe-Edition und das Collectors Case. Unabhängig davon, welche Edition ihr euch kauft, bekommt ihr als Vorbestellerbonus die Mission die 40 Räuber. Das ist eine Anlehnung an das arabische Märchen mit Ali Baba. Das ist ein Holzarbeiter und der hat eine Höhle von Räubern gefunden, wo sie ihre Schätze versteckt haben und das ist im Grunde die Geschichte und könnte auch dementsprechend die Geschichte von dieser Quest sein. Die Standard-Edition kostet euch 50 Euro, jedoch könnt ihr mit dem Ubi-Store-Rabatt, mit den Ubi-Coins 20% Rabatt ergattern und dann am Ende kostet das Ganze nur 40 Euro und für so ein 20-Stunden-Spiel schön kompakt ist es, glaube ich, ein guter Preis, aber zu meiner Meinung, was für euch das Beste ist, da kommen wir gleich zu. Das Ganze, wie gesagt, für verschiedene Plattformen, nämlich 5 an der Zahl, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und im Grunde ist da das Hauptspiel drin, Assassin's Creed Mirage, plus natürlich die Vorbestellerboni, wenn ihr das Ganze vorbestellt habt. Nichts Wildes, aber ihr könnt auf jeden Fall das ganze Spiel spielen. Bisher ist ja noch nichts bekannt zu einem Season Pass, den soll es nicht geben. Ich sage gleich zu Beginn, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr eine PlayStation 4 Version kauft, ob ihr dann auf die PS5 Version später kostenlos oder für einen geringeren Preis upgraden könnt. Die Deluxe-Edition von Assassin's Creed Mirage kostet euch 60 Euro, mit dem Rabatt von Ubisoft dann 48, zahlt also final nur 8 Euro mehr und bekommt dafür neben dem Hauptspiel auch noch Bonusinhalte und ein Deluxe-Paket. Das Deluxe-Paket ist im Grunde so eine Art Waffen- und Kleidungsset, was in Valhalla zum Beispiel 20 Euro kosten würde und das enthält eine Montur angelehnt an Prince of Persia, welches ja der Ursprung ist von Assassin's Creed so ein bisschen und da haben wir halt ein Pferd, natürlich den Adler, die Robe von dem Hauptprotagonisten von Prince of Persia und ich glaube sein Zeitschwert oder sein Zeitdolch, ich bin mir da gar nicht sicher, beantwortet ihr mir gerne die Frage, was für Waffen er da trägt. Dazu haben wir noch ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Ich muss ganz klar sagen, für 8 Euro kann man das definitiv machen. Wir kriegen hier ein Set, was mega geil ist. Wir kriegen natürlich das Hauptspiel, was zumindest sehr gut klingt. Und wir kriegen hier ein digitales Artbook. Das ist ganz nett, wenn ihr irgendwie mit Fotos arbeitet oder so oder Photoshop nutzt dafür. Das ist okay, aber der Soundtrack ist auf jeden Fall klasse. Den gibt es dazu und für 8 Euro kann man es auf jeden Fall machen. Bei der Deluxe-Edition gibt es dann doch eine Besonderheit und zwar, wenn ihr außerhalb von Deutschland bestellt über JB Hi-Fi, das ist ein australischer Elektronikmarkt. Wenn ihr da die Deluxe-Edition vorbestellt, dann bekommt ihr dieses nice Steel-Case, wo wir im Grunde das Cover der Standard-Edition zum Teil drauf haben, kostenlos mit dazu. Ob ihr das Ganze irgendwie auch nach Deutschland schiffen könnt, das weiß ich nicht. Ob es das Ganze irgendwie auch in Deutschland oder Europa geben wird, das weiß ich leider auch nicht. Wenn ihr übrigens immer noch nicht sicher seid, ob ihr euch das Spiel überhaupt kaufen sollt, dann checkt gerne mein Video hierzu ab. 10 Dinge zu Assassin's Creed Mirage. Macht euch davon selber ein Bild und schreibt mir gerne mal dann, welche Edition ihr euch gekauft habt. Aber jetzt machen wir, wie gesagt, einen Riesensprung zum Collectors Case. Dieses Case hat eine Besonderheit und auch einen besonderen Preis, nämlich 150 Euro. Mit dem Rabatt haben wir am Ende 120 Euro, bezahlen für das Spiel also 48 Euro und am Ende bezahlen wir für den Rest 72 Euro. Das könnt ihr euch bemerken und dann selber ausrechnen, ob das für euch ein guter Preis ist. Doch was ist in diesem Collectors Case eigentlich drin? Natürlich haben wir die Inhalte der Deluxe Edition, das heißt also die Bonusinhalte,
Inhalte und das Prince of Persia Paket. Natürlich gibt es auch eine Collectors Case oder eine Box dazu, ist klar. Es gibt den Soundtrack auch in physischer Form, was ich immer ganz geil finde. Und hier die erste Besonderheit, und zwar könnt ihr das Steelbook, was in dieser Edition drin ist, selber bestimmen, zumindest das Design. Ubisoft wird das sicherlich so machen, dass sie kurz vor der Produktion 3, 4 Designs zeigen auf Twitter und jeder kann dann halt abstimmen. Dass dieses Steelbook in dieser Edition überhaupt gar keinen Sinn macht, ist mir schon klar und ich feiere das auch nicht, weil wir haben keine CD in dieser Collectors Edition. Das ist halt ein bisschen weird, zumindest bei dem PC-Download und ich glaube auch bei den Konsolen ist es nicht so. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube auch bei den Konsolen haben wir keine CD in der Collectors Edition. Dadurch ist dieses Steelbook eigentlich überflüssig. Wir müssten theoretisch eine physische Version in der Standard- oder Deluxe-Edition kaufen. Aber das hatte ich ja auch schon bei der God of War Collectors Edition gesagt, dass dieses Steelbook komplett unsinnig ist. Was nicht unsinnig ist definitiv die 32 cm Basim-Figur. Ungefähr so groß wie diese Ezio-Figur und ich glaube Basim, Bayek, Amunet, Ezio und Altair, das sind so die 5 größten Assassinen im Franchise und von daher mega cool, dass man da so eine Statue hat. Hier steht in der Mitte irgendwas Arabisches drauf, ich kann das leider nicht lesen, ihr könnt es sicherlich übersetzen. Bitte lasst es mich wissen, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Dann haben wir noch eine Karte von Bagdad, das ist ganz nett, wahrscheinlich so, ja, jetzt nicht aus dem Kartenmaterial, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern aus einem Papiermaterial. Dann Basims Brosche, die sehen wir auch die ganze Zeit auf den ganzen Fotos. Ich habe noch keine Ahnung, was dort ist. Sieht so aus, als wäre dort seine Seele irgendwie in dieser Brosche. Und dann, was sehr, sehr nice ist, sieht richtig gut aus, ist ein Artbook wahrscheinlich. Ja, ein Mini-Artbook mit einem schönen Cover und ich hoffe, dass dieses Artbook auch so ein bisschen Schriften enthält, also nicht nur Bilder, sondern auch schriftliche Informationen zu diesen Bildern. Und das Ganze, das muss man wirklich sich überlegen, ein Steelbook, ein Soundtrack, eine Figur, eine Karte, so eine Brosche, nice to have und dieses Mini-Artbook für 72 €, das ist schon heftig, denn diese Ezio-Figur alleine, die wurde halt von Pure Arts natürlich hergestellt, war also dadurch ein bisschen teurer, hat alleine schon 60 € gekostet. Und von daher könnt ihr euch vorstellen, wenn die Figur hier 60 € kostet von Basim und der Rest 12 €, ist es ein richtig guter Schnapper. Das waren auf jeden Fall die Inhalte der Collectors Edition. Bevor wir die Frage aber beantworten, welche Edition die beste für euch sein könnte, würde ich mich wünschen, wenn ihr mir Support in irgendeiner Art geben könntet. Sei es einen Daumen nach oben oder natürlich ein Abo hier auf diesem Kanal. Da würde ich mich mega freuen über den Support. Aber lasst uns mal die Frage beantworten. Wir haben hier 3 Editionen und die Frage natürlich, welche Edition solltet ihr euch am besten gönnen? Man muss ganz klar sagen, ihr müsst erstmal wissen, ob ihr das Spiel an sich überhaupt mögt. Wenn das der Fall ist, dann können wir schon mal einen Schritt weitergehen. Wenn ihr sagt, ich bin noch unsicher, wartet einfach, bis mehr Informationen ans Tageslicht kommen, mehr Gameplay-Sachen. Kommt dann nochmal wieder, schaut euch nochmal das Video an und entscheidet dann. Für alle, die sagen, ja, ich würde es mir jetzt schon kaufen vom Spiel her, weil mir das Setting gefällt, die Idee und so weiter, alles, was du in dem Video gesagt hast, mit den 10 Dingen, dann ist es ganz einfach. Wenn ihr sagt, ihr seid ein Collector, also wenn ihr sagt, ihr seid ein großer Assassin's Creed-Fan, dann gönnt euch das Collectors Case. Ich denke, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das wirklich mal was Gutes, muss man einfach ganz klar sagen. 150 € beziehungsweise 120 €, 48 € davon vom Spiel und 72 für den Rest, ist, denke ich, ein solides Angebot. Wenn ihr sagt, mich interessiert es gar nicht, dann würde ich aber stumpf auf die Deluxe Edition greifen. Ich würde nicht auf die Standard Edition zugreifen, denn für 8 € kriegt ihr halt einen nicen Soundtrack, ein Artbook, was man eigentlich nicht braucht, das ist unwichtig, aber halt ein nices Set, was eigentlich normalerweise 20 € kosten würde. Und dafür halt 8 € extra bezahlen, ist, denke ich, ein solides Ding. Und von daher könnt ihr die Standard Edition eigentlich überspringen, meiner Meinung nach. Die 8 € lohnen sich da wirklich. Aber ich bin ja kein Verkäufer von Ubisoft oder kann euch zwingen, diese Edition zu kaufen. Mich interessiert eher, fehlt euch irgendwas in den Editionen? Wünscht ihr euch eine andere Edition? Findet ihr es überbewertet? Schreibt mir all eure Meinung zu diesem Thema mal unten in die Kommentare und ich versuche auch natürlich darauf zu antworten. Freunde, ich bedanke mich bei euch. Wenn ihr hier abonniert habt, dann wünsche ich euch erstmal ein herzlich willkommen. Und wenn ihr das gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr die Glocke dabei klickt. Da würde nicht nur ich mich freuen, Freunde, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.